Spätsommer 2019 in Berlin. Seit kurzem haben wir einen neuen Guide bei uns in der Fliegenfischerschule und heute treffe ich mich zum ersten Mal mit ihm, um gemeinsam fischen zu gehen. Oh, schön, dass das klappt, Mann. Ja, ich bin mal gespannt, was heute so geht, hey. Rein. Wir fahren jetzt nach Nordwestbrandenburg. Ja. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Salmonidengewässer. Das Geile daran ist, da gibt es nicht nur Forellen, sondern auch Meerforellen und Lachse. Ach, hör auf, echt? Ohne Scheiß, Krass. ja. Also da läuft seit den 90er Jahren in Brandenburg so ein Wiederansiedlungsprojekt. Das wird finanziert durch den Landesanglerverband Brandenburg. Okay. Das Schöne daran ist auch, wir können da heute nicht nur auf Meerforelle angeln, sondern wir können auch eine zig Anzahl an anderen Fischarten fangen. Es gibt da zum Beispiel einen Hechtbestand, es gibt da Rapfen, es gibt da Barsche. Also es ist wirklich die komplette Bandbreite ist möglich. Das gesamte Spektrum an Gewässerstruktur. Man weiß nie, was jetzt anweist. Von der Region bis zur Warmregion. Genau, es ist wirklich so. Also es ist unglaublich schön da. Schön. Hammer, ha? Gut, aber Simon, Lachse bei dem niedrigen Wasser? Ja, Ich das kann mir ist vorstellen. jetzt ein Nebenfluss. Das ist nicht der Hauptfluss. Okay. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit einer Trockenfliege und gucken, ob wir Das was ist genau steigen mein sehen. Ding. Voll Bock drauf. Geil. Cool. Ja, Anhieb! Bam! Ja, voll total crazy. Ersten Tag mit Simon heute unterwegs gewesen, ein bisschen draußen in der Berliner Region. Eigentlich der erste Spot. Simon meinte, lass mal kurz abchecken und was sehen. Jetzt sind wir eine Stunde hier gewesen, haben hier einen angeworfen, jetzt eben kurz dran.
Und dann kam ein Local, meinte, da oben steht manchmal noch eine größere. Da sind wir so, echt? Da ist doch keine Salmonie, da keine Forelle. Und ja, hat sich rausgestellt, es war eine Forelle. Timon hat es versucht, sie anzuwerfen, ich bin hochgegangen, ein bisschen gespottet. Ja, nach ein paar Versuchen, bam, hing die dran. Monsterfisch für die Region hier. Also knapp an die 50 würde ich schätzen. Super schöner Fisch. Und ja, ich meine, schaut euch an, also was für Gegebenheiten wir es hier zu tun haben. Vorne ein kleines Wehr, alles zugewachsen, hier eine Brücke, also nicht leicht zu casten. Überragender Start in den Tag. Was war es, ein Karpfen oder was? Biber? Ach, hör auf, ey. Schwimmt der Biber? Ist das unglaublich? Unglaublich! Das ist ein fetter Biber, Mann. Ja! Ah. Hast du dran gehabt? Hat auf jeden Fall reagiert, ne? Super. Ja, ja! Jawohl, Junge! Nice! Alter, Chris! Stark. Wahnsinn. Ach, Chris, herzlichen Dank. Ja, gerne. Wäre ohne dich nicht geklappt. Ey. Ach, weiß ich nicht, aber... Nee, ich hätte ja keine Chance gehabt. Ey, Wahnsinn, ey. Stark. Schaut euch mal das Setting an, wo wir gefischt haben. Der Chris stand oben auf der Brücke, er hat mir gesagt, wohin ich werfen muss und ja, so. genau. Und hat immer gesagt, wie der Fisch sich verhält. Geiles Teamwork, mein Lieber. Stark. An diesem Tag sollten wir keine weitere Forelle mehr fangen. Deswegen entschlossen wir uns, an den Unterlauf von unserem Fluss zu fahren, um dort unser Glück auf einen großen Rapfen oder vielleicht die ein oder andere Meerforelle zu versuchen. Der hat einem da glatt mal die Butter aus der Hand gehauen. Sauber, Mann. Total merkwürdig. Es ist einfach so diese ganzen Endorphine, die ausgeschüttet werden beim Fischen. Und ich so auf dieses Trockenfliegenfischen jetzt von mir ausgeprägt. Falsch gepolte Endorphine, würde ich sagen. Sagt der eine. Der andere sagt genau richtig. Mein Name ist Christian, alle nennen mich eigentlich Chris. Ich bin in der Nähe von Bonn, in Siegburg geboren, bin da auch zur Schule gegangen in der Gegend, habe dann später in Bonn auch studiert, mich so ein bisschen in die Richtung Nachhaltigkeitsmanagement, so ein nachhaltiges Finanzwesen spezialisiert. Bei Flyrus mache ich hauptsächlich Guidings in der Brandenburg- und Berlin-Region. Da vor allen Dingen Forellengewässer, weil mein Ding absolut das Trockenfliegenfischen ist und es gibt super schöne Gewässer hier. Trockenfliegenfischen, für die es nicht wissen, ist die Fischerei mit Fliegen, die auf der Wasseroberfläche sich befinden, um die Eier abzulegen oder nach der Paarung sterben und aufs Wasser fallen. Dann kommen die Fische und schnappen die von der Oberfläche. Und das ist wirklich so, dass mir auch eine 20er oder 25er Forelle auf Trockenfliege mehr bedeutet am Ende des Tages als eine 50er auf Streamer oder Nymphe. Einfach weil ich das Gefühl liebe, dass der Fisch am besten meine selbstgebundene Fliege von Oberfläche schnappt. Oder auch ein Fisch auf Trockenfliege ist für mich geiler als 10 auf Nymphe, ehrlich gesagt. Aber als wir am Ende des Tages am Unterlauf von unserem Fluss ankamen, wurde Chris von seinem Trockenfliegenfischen-Gott auf eine wirklich harte Probe gestellt. Alter Leute, wir haben hier gerade fett Rapfenraupen gesehen und jetzt kriege ich den Chris rum, aber jetzt liebt er gleich Streamerfischen.
Glückwunsch, Chris. Was für ein schöner Fisch, ey. Hat gerade ein kleiner Trockenfliegenfischengott geweint. Ach ja, das ist ja keine Salmonide, da kann man schon mal aushauen. Nein, also ich meine, wenn man die so rauben sieht an der Oberfläche und weiß, dass der Fisch da ist, ja, dann kann man nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Also das war schon cool. Und bei dem Gewässer jetzt hier, dass man Trockenfliege auf eine Bachforelle zu fangen, ist sehr unwahrscheinlich, dann kann man noch mal gerne Rapfen beim Streamer fangen. Also sehr cool. Danke fürs Hinbringen. Und auch wenn es dieses Mal mit der Brandenburger Meerforelle nicht geklappt hat, finden wir das Projekt nach wie vor klasse und bleiben am Ball, um euch in Zukunft vielleicht einen der Fische auf Kamera präsentieren zu können.